Was ist denn? Bleib ruhig. Bleib ruhig. Ich hab alles im Griff hier. Ups. Komisch, dass ich hier hinten die Warmlegeanlage anmachen muss und da vorne macht es keiner. Warum benutzt die keiner? Warum benutzt keiner die Warmlegeanlage? Das kann Leben retten. Oh Gott. Zu schnell, mein Freund. 41 zu schnell. Bitte in 400 Metern links fahren. Ich denke auch, du solltest langsam mal deine Warmliegeanlage anmachen. Nee. Du stehst ja fast. Kloppt, ey. Ist er eingeschlafen oder fährt er auf dem Parkplatz? Ja, man könnte ja auch mal blinken, wenn man schon auf dem Parkplatz fährt, ne? Plötzlich so nach rechts abdriftet. Was willst du eigentlich rechts? Wir sind schon an Schildern vorbeigefahren, wo steht, dass wir nach links müssen. Du warst doch da nun schon. Das ist doch schon wieder Marke dämlich. PS ziehen hier den Apparat hoch, ey. Kommt kaum in Gang. Was das für Kräfte sind, ey. Das geht hier so steil bergauf. Und dann diesen ganzen Zug da, 40 Tonnen im Schlepptau. Und sein eigenes Gewicht, was er hochziehen muss. Das Ding sah ja nun nicht gerade schmal aus. Also, wird ganz schön Kraft benötigt, das steht fest. Aber cool. Alter, du hast gar keine Rücklichter. Bitte in 140 Metern rechts abbiegen in die Jakob-Pfeiffer Straße. Warum laufen denn hier Rehe rum? Ich denke, ich bin in der Stadt oder sowas. Anscheinend nicht. Och Mann, wenn du gleich losgefahren wärst, dann wären wir da. Ja, drückst du aufs Gas und bleibst trotzdem stehen. Jetzt stehe ich hier noch eine Runde. Weil du dich nicht entscheiden kannst mit deinem verschissenen Getriebe, ey. Mann, Kacke, Pissen, Ficke, scheiß Drecks. Kackekarren, ey. Weg wären wir gewesen. Über alle Berge drüber weg. Hier wird es dann doch ein bisschen zu eng für zwei LKW nebeneinander.
das ist aber spannend. Jetzt bremst die auch. Die waren doch schon, die ist doch vor, das sind alles so Trullers und hast du nicht gesehen. Ich verstehe das gar nicht, Mann. Die war doch schon schneller als ich. Die hätte doch nur noch einen Ticken mehr Gas geben müssen. Naja. Oh nein, das ist doch jetzt nicht wahr! Oh, Scheiße! Da fehlte doch jetzt höchstens eine Minute, oder was? Oh, Manometer! Ja, tolle Wurst, echt! Ganz, ganz toll! Ganz großes Kino! Oh, Scheiße! Also, jetzt auch für Busse Überholverbot. Hier steht's nochmal. Jetzt hast du 10 Minuten ausgehalten. Aber jetzt musst du doch überholen, oder was? Nicht immer nur die LKW. Busfahrer sind kein Stück besser. Von den PKW, die mich schon überholt haben, mit Anhänger wollen wir gar nicht reden. Also die dürfen die auch nicht überholen. Davon mal ab. Also die sind auch kein Stück besser. ...210 km/h sind das. 20 Kilometer Folge. Ja, dass es noch merkst, das wundert mich aber wirklich. Mein lieber Ford-Fahrer. Vor dem LKW fährt ein PKW mit Nebelschlussleuchte und wir haben kein bisschen Nebel. Der hat mich eben auch schon überholt, der PKW, aber... So, wegen der Nebelschlussleuchte macht der Lichtlupe. Da war ich begriffen. Ich bin gleich drüber aufgeregt, Mensch. Ist so drüber weggekommen. Es ist schon so normal, dass hier alle rumfahren, dass man da gar nicht immer dran denkt. So was. Naja. Der hat es verstanden mit dem Rechtsverkehr. Was ist denn da einer? Ist ja eigentlich ganz praktisch, sich so Roller aufs Dach zu schnallen. Wenn er jetzt einen Überschlag macht, den kann er auf dem Kopf noch weiterfahren. Ich finde das klasse. Sollte jedes Auto haben. Junge, der eine Panne. Oder was? Ne. Parken da wieder alle. Mann. Naja, endlich kann ich stehen bleiben. 4 Stunden 47. 4 Stunden 30 darf ich nur.
Aber so ist das nun mal. Mein dritter Parkplatz hier. Nichts zu fischen. Ach, halt doch die Fresse. Nichts zu fischen. Keinen Platz gekriegt. Nicht mal für eine halbe Stunde stehen bleiben, so wie jetzt. Dann stehst du halt, ne? Viertelstunde überziehen. Sind 30 € mit vor letzter Woche. Die 4 Stunden 44, die ich gefahren habe. Sind das jetzt schon 60 € Strafe, wenn sie mich anhalten sollten. Ja, so ist das. Davor hatte ich bestimmt 6 Wochen nicht eine Minute Fahrzeit überzogen. Aber jetzt packt es einmal wieder. Und auch schöne Grüße an den anderen Schlaumeier, die mir sagen, ich hätte schon viel früher einen Parkplatz suchen müssen. Zum Beispiel bei 3,5 Stunden oder was. Ich habe hier auch Termine einzuhalten. Ne? Ich kann nicht extra nochmal eine Pause einschieben, bloß weil ich denn da jedes Mal nach 3,5 Stunden schon eine Pause einlege. Ne? Das haut ja wohl auch nicht hin. Traumtänzer, Wunschdenken, bla bla bla. Oh Mann, Mann, Mann. Ein Schuh. Noch ein Schuh. Kommt immer paarweise. Wenn einer auf dem Pannenstreifen steht, dann macht man normalerweise Platz und zieht dann rüber, wenn es geht. Und damit der Golf Platz machen kann, fahre ich halt mal kurzzeitig nach ganz links. Es kommt ja keiner von hinten. Letzten Endes war es aber vergebene Mühe, denn der Golf hat keinen Platz gemacht. Bulli, also das fällt ja nicht so ein, der Idiot. 2,1 Meter, ja, brauchen wir das mal messen? Versetzt fahren steht hier überall. 2,1 Meter, aber über die Außenspiegel. Über die Außenspiegel drüber mitgemessen. 2,30 Meter hast du noch mit Sicherheit, oder 2,40 Meter. Straße ist so krumm und schief, ey. Ich werde hin und her geschmissen wie sonst was. A96 München-Lindau zwischen Kirchen und Wörthsee 5 Kilometer und A96 Lindau Richtung München zwischen Buchloe Ost und Schöffelding 7 Ja. Kilometer. Bombenmanöver. Bombenmanöver, echt. Jetzt sehe ich nicht mal, wo die Dinger sind hier, dass ich so bald umfahre. Oh, Arschkollegen, Dreckschwein, Sau, Wichser, Bach. Scheiß Aushilfe, ey, echt. Bist ein Penner, bist du. Mann, lern doch mal LKW fahren. Du musst noch viel mehr Module machen. 20 Module müssten sie machen müssen. Und praktische Fahrprüfungen. Oh, Mann, Mann, Mann. Alles dämliche Leute. Dämliche, dumme Leute. Meine Fresse, ey. Ach du Schande. Müssen 2 LKWs Platz machen für den Heini da. Wie kann man denn da mit 40 rumeiern, Mann? Hui! Da flattert die Plane im Wind dahin. Husch! Ist eine